Hallo und willkommen in meiner Schmiede. In diesem Video kommt meine Armee des Hauses Stark für A Song of Ice and Fire ins Schaufenster. Die Modelle habe ich schon sehr lange und auch nicht gerade wenig Geld für das Spiel ausgegeben, dafür, dass ich es bis jetzt nur einmal gespielt habe. Insgesamt habe ich 38 Erweiterungen für die Häuser Stark, Lannister und Baratheon und auch neutrale. Von diesen 38 Erweiterungen sind 8 Boxen bemalt. Allerdings ist dafür auch die Starterbox komplett fertig und es ist jedes Mal ein sehr schöner Effekt, wenn man die Box aufmacht und sie jemandem zeigt und überlegt, ob man nicht endlich mal ein Spiel Song of Ice and Fire machen sollte. Die Figuren, die ihr hier seht, sind Umbauten für die Ehrengarde von Winterfell. Wichtig war mir hierbei vor allem, dass möglichst viele Vasallen der Starks vertreten sind. An den Wappen kann man die Familien erkennen. Der einzige, der vermutlich sehr wenigen bekannt ist, ist Roderick Forrester. Das ist der Herr in Braun mit dem weißen Baum auf schwarzem Grund. Der stammt nämlich nicht aus den Büchern, sondern aus einem Telltale-Spiel zu Game of Thrones. Die Umbauten konnte ich auch nur machen, weil ich sehr günstig eine zweite Starterbox bekommen habe und so hatte ich einiges an Auswahl für Figuren, um sie zu verändern. Natürlich habe ich auch meine Bitsbox fleißig geplündert und alles verwendet, was die so hergegeben hat. Leider ist das Projekt dann irgendwann eingeschlafen und ich habe an anderen Stellen weitergemacht. Als nächstes kommen meine Ritter von Haus Tully an die Reihe, beziehungsweise eigentlich sind es ja Heckenritter, die ich aus den Tully-Rittern gebaut habe. Davon habe ich sogar noch 2 Boxen im Berg der Möglichkeiten und die warten darauf bemalt zu werden. Also nicht die Heckenritter, die habe ich auch, sondern ich meine wirklich die Ritter des Hauses Tully. Bei den Modellen habe ich mich ähnlich wie bei der Ehrengarde an allem bedient, was die Bitsbox hergegeben hat und habe fröhlich gesägt, geschnitten und gebohrt, bis die Ritter ihr jetziges Aussehen erreicht hatten. Ein Video dazu gibt es allerdings nicht, weil die habe ich umgebaut, bevor ich noch mit YouTube angefangen habe. Ein bisschen schade ist, dass ich, wie erwähnt, die Song of Ice and Fire Armeen bisher nur wirklich ein einziges Mal gespielt habe und seitdem sind die Modelle in ihren Boxen und warten auf das nächste. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob man sie vielleicht für Lion Rampant benutzen sollte. Immerhin ist das Spiel miniaturenagnostisch und so steht dem eigentlich nichts im Weg. Trotzdem greife ich da immer noch lieber auf meine Bretonen zurück, wenn es darum geht, denn da habe ich einfach mehr angemalt, wie ihr wisst. Ich habe es ja immer wieder mal gezeigt. Und für Song of Ice and Fire sind eben nur die Modelle der Grundbox und 8 Erweiterungen bemalt worden. Da kann man noch nicht wirklich eine schöne Armee mit aufstellen. Jetzt kommen wir zu einer Einheit, die wirklich nach dem Wort Umbau geschrien hat. Den Bogenschützen von Haus Stark. Diese Herrschaften müssen vermutlich für die Einmalbenutzung ausgebildet worden sein. Sie haben einen Pfeil aufgelegt, keine Köcher oder Pfeiltaschen bei sich und auch keine einzige Nahkampfwaffe, außer ihrem Dolch. Also musste da unbedingt was gemacht werden. Als erstes habe ich Köpfe ausgetauscht und gedruckte Köcher an die Gürtel geklebt, damit die Schützen mehr als nur einen Schuss pro Schlacht abgeben können. Außerdem hat jeder auch eine Axt, Keule oder Schwert bekommen, damit sie sich auch wehren können, wenn sie angegriffen werden. Bei manchen Designs für A Song of Ice and Fire frage ich mich sowieso, wer die entworfen hat. Wobei die Bogenschützen hier immer noch am meisten hervorstechen. Aber es kommt gleich noch etwas besser, wenn wir uns die Tully Sworn Shields anschauen. Die Tully Sworn Shields sind meine Lieblingsinfanterie. Einfach weil sie so schöne Rüstungen anhaben und ich ein großer Fan der Schaller bin, also ihre Helme. Die finde ich einfach großartig. Bei der Bemalung habe ich mich auf die Farben des Hauses Tully konzentriert und entsprechend sind die Soldaten in Blau, Rot und Weiß bemalt. Hier kommt jetzt auch der Punkt des Designs wieder zum Tragen, den ich gerade eben angesprochen habe. Ich würde gerne wissen, wie die Herren es schaffen, ihre Schwerter aus der Scheide zu ziehen, die sie an ihrer rechten Hüfte tragen. Als Linkshänder wäre das an sich kein Problem, aber da sie alle das Schwert in der rechten halten, gehe ich nicht davon aus, dass sie Linkshänder sind. Den Vogel in diesem Zusammenhang abgeschossen haben aber die Crownland Scouts des Hauses Baratheon. Dort gibt es ein Modell, das trägt den Schild in der rechten Hand, das Schwert ist aber in der Scheide an der linken Seite. Wie dieser Mann kämpfen will, ist mir ein Rätsel.
Es ist schließlich nicht so, dass der Reiter, genau wie die Sworn Shields hier, ein römisches Gladius trägt, das man auch auf der rechten Seite tragen kann und immer noch ziehen. Nein, wir haben es hier mit Langschwertern zu tun. Aber sei es wie es sei, jetzt ist es eben so. Mir gefallen die Modelle aus beiden Boxen trotzdem sehr gut und ich schaue dann mal über diesen kleinen Fehler hinweg. Wobei, bei den Crownland Scouts wird das mit der rechten Hand und dem Schild auf jeden Fall geändert werden. Von den Sworn Shields habe ich auch noch 2 weitere Boxen, die auf Farbe warten. Aber so sehr mir die Modelle gefallen, sie werden das wohl noch eine ganze Weile tun müssen. Es folgen die Outrider oder wie sie im Deutschen genannt werden, Vorreiter des Hauses Stark. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das die Vorhut sein soll. Die sind auch ganz einfach bemalt worden und warten seit dem einen Spiel, das ich gemacht habe, auf ihren nächsten Einsatz. Mir gefallen diese leichten Reiter sehr gut und ich habe noch 4 weitere Modelle aus der zweiten Starterbox, die ich schon mal erwähnt hatte. Da hatte ich bereits überlegt, ob ich aus ihnen berittene Charaktermodelle für Eddard und Robb Stark baue, konnte mich bis jetzt aber nicht dazu aufraffen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nicht genug Teile hätte. Teile habe ich mehr als genug, das wisst ihr alle von den ganzen Umbauvideos, sondern es liegt einfach an der Zeit und vor allem auch der Lust, sie umzubauen. Die fehlt gerade bei Song of Ice and Fire im Augenblick völlig. Und ich habe sowieso genug mit meinen Zwergen, Bretonen und mittlerweile auch mit Chaoskriegern zu tun. Vielleicht kommen diese Umbauten noch in der Zukunft, aber damit ist eher in sehr, sehr ferner Zukunft zu rechnen, denn im Augenblick habe ich einfach keine Lust drauf. Allerdings, man soll ja niemals nie sagen. Das hier sind die Berserker des Hauses Amber. Bei der Aufstellung der Figuren ist mir völlig entfallen, dass die auch einen Bannerträger haben. Als ich sie dann alle wieder eingepackt hatte, fiel mir auf, dass der ja noch in der Box geblieben war. Allerdings war ich da schon mit allem fertig und hatte auch die Kamera abgebaut und deswegen habe ich es dann so gelassen, wie es war. Die Berserker sind auch eine der wenigen Einheiten, die ich etwas verändert habe, weil sie alle gleich aussahen. Im Grunde waren sie dem Aussehen nach alle Cousins, deswegen habe ich die Köpfe durch welche von Victrix ersetzt. Da kamen mir die Wikinger, Sachsen und Gallier zu Hilfe. Die haben nämlich zum Teil sehr lange Bärte und lange Haare, also perfekt geeignet, um Berserker zu werden. Der Umbau selber war dabei sehr einfach, denn die Köpfe sind in die Modelle geklebt und kein fester Teil der Figur. Mit ein bisschen Arbeit konnte ich sie also herausziehen und so ganz einfach ersetzen. Kurz vor Schluss kommen noch die Sworn Swords des Hauses Stark. Zu denen gibt es jetzt nicht viel zu sagen, außer dass sie in den Farben von Haus Stark bemalt wurden, wobei ich da eine Änderung vorgenommen habe. Alle, die es wissen, die Farben des Hauses Stark sind ja eigentlich ein grauer Wolf auf weißem Grund. Allerdings kann man das sehr, sehr schlecht erkennen und so habe ich die Farbe des Wolfes kurzerhand in Schwarz geändert, weil es besser aussieht und heraldisch auch passt. Insgesamt habe ich 24 Modelle für 2 Einheiten fertig und die können jederzeit eingesetzt werden. Die Frage ist mittlerweile, glaube ich, ob es noch sinnvoll ist, sie überhaupt zu benutzen, denn mit Sicherheit gibt es schon weit stärkere Einheiten und die Sworn Swords werden wahrscheinlich nur mitgenommen als Ehrengarde für Eddard Stark oder einfach, wenn noch ein paar Punkte übrig sind und man braucht eine Einheit, die auf irgendwas aufpassen kann. Ich weiß es nicht. So oft habe ich das Spiel ja nicht gespielt, wie ich schon gesagt habe. Wenn ich mich irren sollte, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Den Abschluss bilden die Charaktermodelle aus der Grundbox. Robb, Greatjon Umber, Caitlyn, Sansa und Greywind. Wie vorher zu den Sworn Swords kann ich hier nicht viel sagen, weil die Modelle wurden einfach bemalt und damit fertig. Was mich ein wenig an Robb stört, ist, dass er so unbeteiligt dasteht. Das finde ich bei Anführern immer ein bisschen schwierig, vor allem wenn es sich um Tabletop-Spiele handelt. Da sollten sie schon so aussehen, als führten sie ihre Leute in die Schlacht. Natürlich kann auch von hinten geführt werden, aber ein wenig heroischer könnte er schon aussehen. Deswegen hatte ich ihn für die Ehrengarde auch umgebaut und mit erhobenem Schwert dargestellt. Bei Caitlyn habe ich mich für einen blau-roten Gürtel entschieden, um die Farben des Hauses Tully zu repräsentieren. Aus dem stammt sie ja bekannterweise.
Damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.